Hallo zusammen! Diese schöne Pop-up-Rose könnt ihr ganz einfach nachbasteln. Sie lässt sich komplett verschließen und beim Öffnen erscheint dann die Rose. Der einzige etwas schwierigere Teil sind die beiden inneren Blütenblätter. Es ist ziemlich friemelig, diese einzukleben. Die Vorlage dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt dazu mit der rechten Maustaste den Link an und speichert die PDF-Datei auf einem beliebigen Speicherort. Öffnet diese dann anschließend mit dem Adobe Reader. So sieht die Vorlage dann aus. Dann benötigt ihr noch so ein Tonpapier in beliebiger Farbe. Die Vorlage muss fixiert werden mit doppelseitigem Klebeband. Achtet darauf, dass ihr nicht die Blütenblätter beim Ankleben erwischt. Anschließend wird die Vorlage auf das Tonpapier geklebt. Nun benötigt ihr ein Falzbein oder ein anderes Falzwerkzeug. Alle gestrichelten Linien auf der Vorlage werden jetzt gefalzt. Am besten man beginnt ganz oben und arbeitet sich nach unten vor. Wenn alle gestrichelten Linien gefalzt sind, werden die Blütenblätter ausgeschnitten. Anschließend beginnen wir mit dem ersten Blütenblatt. Als erstes faltet man die Klebestelle seitlich nach unten oder oben. Nun kommt etwas Bastelkleber auf diese Fläche. Die Blüten werden nun nach oben gewölbt und die Klebestelle wird unterhalb so angeklebt, dass der rechte Teil der Blüte parallel an der Knickkante verläuft. Die Stelle muss nun gut trocknen. Dann können die restlichen Falzlinien geknickt werden. Unten seht ihr dann auch schon ein Sechseck. Die beiden unteren Klebestellen werden anschließend auch nach oben geknickt. Nun benötigt ihr eine in der Mitte zusammengefaltete Karte. Falls ihr keine habt, könnt ihr aus dickem Bastelkarton selber eine zuschneiden. An die beiden Klebestellen kommt nun auch Bastelkleber. Die Blüte wird nun mittig in die Karte geklebt. Die Klebestellen liegen dabei links und rechts. Diese beiden Knickkanten müssen nun bündig an der Knickkante der Karte anliegen. Beim Ankleben werden die Blütenblätter seitlich etwas auseinandergezogen, so dass das Sechseck symmetrisch ist. Auch hier muss dann alles gut trocknen. Mit zum Beispiel dem Falzbein wölbt man die Blütenblätter unterhalb. Besser ist es, die Blätter zu wölben, bevor man die Blüte an die Karte klebt, da man leichter hinkommt. Das habe ich hier leider versäumt. Nun ist die zweite Blüte an der Reihe. Bei dieser Klebefläche wird nicht umgeknickt, da sich die Falzlinien innerhalb der Blütenblätter befinden. Auch hier kommt wieder etwas Bastelkleber ran. Und die Stelle wird unterhalb so angeklebt, dass die Kante bündig an der ersten Falzlinie anliegt. Diese Falzlinie und die gegenüberliegende können auch gleich umgeknickt werden, so klebt man dann auch gleich korrekt zusammen. Auch die anderen Stellen können nun umgeknickt werden. Im Gegensatz zur ersten Blüte werden die Blütenblätter hier ab den Falzlinien schräg nach unten gewölbt, da man ja die Faltlinien benötigt und diese frei bleiben müssen. Auch hier muss wieder darauf geachtet werden, dass die Faltlinien mit der Linie an der Karte bündig liegen und in der Mitte ein symmetrisches Sechseck entsteht. Jetzt ist der dritte Teil an der Reihe. Hier werden die Blütenblätter beim zweiten Teil gewölbt, so dass auch hier die Faltungen frei bleiben. Die Klebefläche wird hier umgeknickt und unterhalb der Blüte angeklebt. Hier steht ein Stück von der Klebefläche über, diesen Teil korrigiere ich noch auf der Vorlage. Alle Falzlinien können nun auch hier umgeknickt werden. Im Gegensatz zu den ersten beiden Blütenblättern muss hier ein symmetrisches Viereck beibehalten werden. Auch hier stehen die beiden Klebestellen beim Ankleben links und rechts und die Faltlinien müssen bündig zur Faltlinie der Karte stehen.
Die beiden letzten Blütenblätter werden in der Mitte gefaltet. Die Blüte wird nun nur an den Ecken angeklebt. Und zwar an dem mittleren Blatt der dritten Blüte. Dazu habe ich die unteren Ecken etwas nach innen geknickt. Auf der Vorlage habe ich auch dies korrigiert. Nun kommt nur auf diese kleinen Flächen etwas Bastelkleber. Auch hier werden die Blüten etwas gewölbt. Beim Ankleben sollte die Blüte am Boden anliegen. Wie schon erwähnt, ist es etwas schwieriger, aber mit etwas Ruhe bekommt ihr das sicherlich hin. Mit der letzten Blüte wird nun genauso vorgegangen und das Blatt wird eingeklebt. Falls ihr noch Blätter dazu haben wollt, benötigt ihr ein Origami-Blatt 10 auf 10 cm. Dieses legt man Ecke auf Ecke und faltet in der Mitte zusammen. Die untere rechte Ecke faltet man nun zur oberen Ecke. Die dabei entstandene Kante legt man dann zur gegenüberliegenden Kante. Damit die Spitze hier nicht verrutscht, kann man mit dem Falzbein etwas gegendrücken. Nun wird der Teil wieder geöffnet und die untere Kante wird nun zur Mitte gelegt und gefaltet. Die gegenüberliegende Kante wird auch hier zu dieser Linie gelegt und gefaltet. Anschließend wird das Blatt komplett geöffnet. Damit das Blatt schöner ausschaut, kann man alle Linien bis zu der querliegenden Linie nachziehen. An jeder Seite wird nun an der ersten Faltlinie umgelegt. Die seitliche Ecke vom Blatt wird nun etwas nach innen gefaltet, und zwar so, dass die Kante mit der Faltlinie in der Mitte parallel verläuft. Nun wird nochmals die Ecke unterhalb nach innen gefaltet, auch hier sollte die Kante parallel zur Mittellinie verlaufen. Die Blätter werden zum Schluss dann nur noch an den Ecken angeklebt. Und fertig ist die Pop-up-Karte. Eigentlich war es ja gar nicht so schwer, oder? Schreibt mir doch in die Kommentare, ob es euch gelungen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!